Es ist mal wieder soweit, ich stelle euch einen neuen Laser vor, aber diesmal ist es ein bisschen was Besonderes, ein bisschen was anderes daran. Denn dieser Laser könnte der nächste Gamechanger im Laserbereich sein. Aber warum? Und zwar, weil dieser Laser nicht nur ein Laser ist, sondern gleich 5 verschiedene Lasertypen in einem Gerät vereint. Und das hört sich doch mal so richtig krass an. Der Creality Falcon T1 soll Holz schneiden, Metall gravieren, Glas gravieren, Kunststoff gravieren, farbig auf Metall lasern können und so weiter. Aber funktioniert das auch wirklich? Das ist die Frage dahinter, oder ist es nur ein Marketing-Gag? Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und normalerweise kennt es jeder das Problem. Also ihr braucht normalerweise für diese ganzen Anwendungen mehrere Maschinen. Das heißt Diodenlaser. Jeder Lasertyp ist für irgendwas besser geeignet. Das heißt der Diodenlaser kann zum Beispiel Holz sehr, sehr gut schneiden und gravieren. Der Faserlaser kann dann halt eher so ein bisschen auch richtig Metall gravieren und markieren und auch Kunststoffe machen. Der Mopa-Laser kann dann das Ganze noch ein bisschen besser, noch ein bisschen feiner auf Holz und Metall speziell. Der UV-Laser kann dann praktisch Glas und Kunststoffe und sehr, sehr feine Detailgravuren dort durchführen. Und das Ganze soll in einem Gerät kombiniert sein. Aber wie soll das Ganze funktionieren? Denn der Grundgedanke ist ja mal gigantisch. Ich habe ein Grundgerät und habe dann diese 5 verschiedene Lasertypen direkt in einem Gerät. Und das ist ja mal wirklich gigantisch. Das bedeutet, wir haben weniger Platz, wir haben weniger Kosten und vor allem weniger Chaos auch in der Werkstatt, weil sonst normalerweise bräuchte ich ja 3 bis 4 andere Geräte, um alles dann praktisch damit zu kombinieren. Die Grundidee hinter dem neuen Falcon T1 von Creality ist eigentlich total simpel. Und jetzt seht's auch schon warum. Ich habe hier ein Lasermodul auf dem Tisch stehen und diese Lasermodule, somit kann ich diese Lasertypen einfach tauschen. Sprich, ich habe hier ein Grundgerät, habe ein Lasermodul, das hier zum Beispiel ist jetzt ein 40 Watt Diodenlaser. Es gibt 20 Watt Diodenlaser, es gibt 40 Watt Diodenlaser, es gibt einen 20 Watt Faserlaser, es gibt einen 60 Watt Mopa Laser und einen 5 Watt UV Laser. Jetzt habt ihr gerade richtig kapiert, gell? Ich nehme einfach dieses Modul und tausche es aus und somit kann ich dann mit einem Grundgerät verschiedene Materialien belasern und bearbeiten. Und die Idee ist ja mal richtig, richtig gut. Oder was meint ihr dazu? Hier seht ihr das Modul des 40 Watt Modul, also ein Diodenlaser. Den gibt's hier in 20 Watt und in 40 Watt. Und ja, beim Diodenlaser, das kennen ja die meisten, der arbeitet mit circa 450 Nanometer. Wie funktioniert der? Das ist einfach erklärt. Ein Diodenlaser arbeitet mit sichtbarem blauen Licht und dieses sichtbare blaue Licht kommt dann hier aus dieser roten Kappe daraus, die man dann abziehen kann und das Ganze dann ins Modul reinsteckt. Und Materialien müssen dieses Licht nämlich aufnehmen, damit sie bearbeitet werden können. Und zum Beispiel Holz macht genau das. Es nimmt das Licht auf und verbrennt dadurch. Und somit ist der Diodenlaser perfekt geeignet für Holz, Laser, Papier und dunkle Kunststoffe und so weiter und so fort. Damit funktioniert das sehr gut. Aber jetzt kommt der Punkt, warum wir hier auswechselbare Module haben. Und zwar, Metall kann ein Diodenlaser nicht gravieren. Metall reflektiert dieses blaue Licht. Das bedeutet, der Laser kommt nicht richtig rein ins Material und kann dieses nicht bearbeiten. Jetzt kommen wir zum kompletten Gegenteil und zwar habe ich jetzt hier dieses 20 Watt Faserlaser-Modul, was ihr jetzt gerade hier sehen könnt, und das brauche ich jetzt einfach nur austauschen und schon habe ich einen komplett anderen Laser. Wie funktioniert ein Faserlaser auf Metall? Der Faserlaser arbeitet mit einer ganz anderen Wellenlänge. Wir haben da 1064 Nanometer, das speziell von Metallen auch sehr gut aufgenommen wird. Und durch die Frequenzänderung, man kann dort auch noch die Frequenz, die Kilohertzzahl, kann man dort noch abändern. Das ist die Anzahl der Impulse im Verhältnis zu einem Zeitraum. Und die kann man da nochmal wirklich deutlich einstellen, um nochmal detailliert auf dieses Material einzugehen. Während also ein Diodenlaser praktisch abprallen würde am Metall, geht der Faserlaser direkt ins Material rein. Also das heißt, wir können Edelstahl gravieren, Aluminium gravieren, markieren, Logos auf Metall machen und wir können extrem feine Details damit machen.
Noch was ganz kurz zwischendrin, bevor wir weitermachen. Und zwar, es wird ein mehrteiliges Video. Warum ist das so? Weil ich keine 5 Lasermodule in einem Video reinpacken kann, wenn ihr das Ganze im Detail haben wollt. Also wir werden uns heute konzentrieren auf den 20 Watt Faserlaser und das 40 Watt Diodenlasermodul, um den Laser einfach genau im Detail zu zeigen, was er wirklich alles kann. Was ist ein MOPA-Laser? MOPA-Laser ist eigentlich wirklich verwandt mit dem Faserlaser, auch mit der gleichen Wellenlänge. Aber der Unterschied ist, dass wir nicht nur die Kilohertzzahl einstellen können, sondern auch die Pulsdauer einstellen können, die in Nanosekunden gemessen wird. Und das können wir nochmal exakt fein einstellen, um nochmal detailliert ins Material nochmal drauf besser einzugehen. Also wir können dann wirklich nochmal diese Pulsbreite und die Pulsdauer können wir dann separat voneinander einstellen, was zum Beispiel auch für Kunststoff sehr gut ist oder zum Beispiel auch extrem gut für Farbgravuren auf Edelstahl ist, dass wir auch bei Farbe die ganzen wirklich konstant immer die gleiche Farbe erhalten und das können wir alles mit diesem MOPA-Laser einfach mal zusätzlich noch machen. Aber was kann ein UV-Laser besser als alle anderen? Ein UV-Laser arbeitet mit sehr kurzen Wellenlängen, das heißt in diesem Fall 355 Nanometer als die anderen Laserarten. Durch die kurzen Wellenlänge hat ein UV-Laser eine höhere Absorption in vielen Materialien, also weniger Wärmeentwicklung, feine, präzise Gravuren und es wird auch so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kaltlasern genannt. Das ist halt speziell für Kunststoffe und Glas und sowas richtig gigantisch. Wird oft in Elektronik, Medizinbranche zum Beispiel verwendet für Leiterplatten, für Kunststoffkennzeichnungen und vor allem speziell wirklich auch für Glasgravuren, wo er wirklich deutlich punkten kann. Er kann Glas, Acryl, Kunststoffe, Elektronik und so weiter und so fort. Er kann aber auch mit mehreren Durchgängen auch Holz schneiden, wo man dann praktisch auch nicht mehr diese richtig krassen schwarzen Kanten haben, sondern eher so ein bisschen hellbräunliche Schnittkanten haben, was natürlich durch dieses, ich sage jetzt wieder mal in Anführungsstrichen, Kaltlasern gemacht wird. Also ihr seht, was ich mit diesen Modulen alles erreichen kann. Ich kann so viele verschiedene Materialien mit einem Lasergehäuse und Maschinenmodulen einfach gravieren. Und das finde ich vom Konzept her einfach schon mal richtig, richtig gut. Aber wir wollen uns den Laser natürlich jetzt mal anschauen. Was hat er alles verbaut? Was sind für Specials drin? Und wie einfach funktioniert das natürlich? Und natürlich schauen wir uns auch noch die Software an. Aber zuerst mal den Laser. Dann lasst uns mal das Gehäuse einfach öffnen. Ihr seht dann gleich mal eine Arbeitsfläche von 175 auf 175 mm. Und wir können natürlich, mitgeliefert ist dann auch hier so eine Schnittunterlage, wo wir dann auch Holz schneiden können. Das wird mitgeliefert. Und ihr seht es dann auch gleich mal hier im Hintergrund ein Abluftventilator, wo dann praktisch die schlechte Luft abgesaugt wird. Da braucht man einmal nur mal draufdrücken hier auf diese Ecke. Dann kann man das Ganze nämlich öffnen. Und dann seht ihr hier diesen Ventilator. Ihr braucht bloß diese 2 Schräubchen aufmachen, einfach rausziehen. Da sind nicht mal Kabel dran, sind mit Steckverbindungen automatisch miteinander verbunden. Rausziehen und dann kann man das Ganze richtig schön reinigen. Diese Punkte, die ihr hier seht, das sind ja praktisch diese Autofokus, denn wir haben nämlich einen automatischen Autofokus miteinander verbaut. Ich brauche in der Software nur draufdrücken, Material drunter legen, Autofokus klicken und der Fokus wird automatisch dann wirklich schön fein eingestellt. Wir haben aber auch da oben drin ist dann nämlich eine verbaute intelligente Kamera, ist auch noch mit verbaut, wo man das Ganze dann schön positionieren können, das Material, und in der Software anschauen können. Also you see what you get. In der Software kannst du das platzieren, was du willst auf dein Material und der Laser macht genau das. Und das soll auch funktionieren und das schauen wir uns natürlich auch noch später genauer an. Zum Gravurbereich muss ich noch mal was zusätzlich erwähnen. Es gibt noch ein optional erhältliches Förderband. Das seht ihr gerade hier. Das werden wir uns auch mal irgendwann in einem anderen Video anschauen. Und zwar können wir da die Arbeitsfläche von 175 auf 400 mm vergrößern. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut für Serienproduktion drauflegen. Die Kamera kann das Ganze dann auch erkennen und kann automatisch mit der KI-Software das Ganze automatisch gravieren. Aber das werden wir uns natürlich auch noch mal anschauen. Mitgeliefert wird auch richtig dieses coole Display, das ist wirklich sogar wertig, hat Glasoberfläche, also richtig sauber. Da können wir noch die ganzen Einstellungen vornehmen, werden wir uns gleich auch noch mal anschauen, wie das auch mit dem Tauschen der Module funktioniert. Und da können wir halt dann verschiedene Sachen einstellen und wir können natürlich auch direkt lasern, wir können auch über einen USB-Stick das Ganze lasern, wir können mit diesem Modul können wir dann natürlich auch das Ganze mit WLAN verbinden. Also ihr seht gerade, der Laser ist auch gerade mit WLAN verbunden, wir haben eine Bluetooth-Verbindung
und so weiter und so fort. Das schauen wir uns aber nochmal genauer an. Damit könnt ihr auch zusätzlich zur Software auch noch den Rahmenmodus einschalten, um den Rahmen nochmal abzufahren und natürlich auch den Autofokus aktivieren. Hier an der Seite seht ihr doch einen Notaustaster und diesen Taster kann man zum Beispiel auch jetzt und die Lasermodule auch noch austauschen. Das kann man aber hier auch in der Software machen. Hier kann man 3 Sekunden draufklicken, dann fährt das Modul auch nach oben. Also ich klicke dann einfach auf diesen Knopf hier 3 Sekunden oder gehe jetzt hier über das Display und sage jetzt einfach Lasermodule tauschen und schon fährt dieses Teil hier einfach mal hoch und entriegelt diese Lasermodule. So, jetzt gibt es da oben einen Knopf und zieht dieses Lasermodul raus. Achtet bitte beim Tausch einfach drauf, dass da hier kein Dreck drauf kommt, denn es gibt nämlich noch eine Schutzkappe. Diese Schutzkappe, die tauscht ihr dann einfach oder macht es da einfach vom anderen Laser drauf. Und ihr müsst jetzt nicht mehr machen, als dieses Lasermodul hier vorsichtig reinschieben, entriegeln oder halt praktisch bis es einriegelt und schon arbeitet der Laser weiter und ja, ich sage jetzt mal, startet den Laser neu. Und jetzt seht ihr auch hier auf dem Display und in der Software wird es auch angezeigt, dass jetzt das Lasermodul getauscht worden ist und wir jetzt hier einen 40 Watt Diodenlaser verbaut haben. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, und zwar in die Einstellungen gehen, Kalibrierung. Das müsst ihr aber nur einmal machen. Das heißt, ihr setzt dieses Lasermodul rein. Für jedes Lasermodul gilt das extra, müsst ihr einmal das durchführen. Das heißt, wir wollen jetzt einmal den Autofokus kalibrieren, das Lasermodul kalibrieren und die Feldlinse kalibrieren. Damit leitet euch die Software einfach total easy durch. Das heißt, wir kalibrieren das Ganze. Ihr macht einfach diese Schritte nach. Das dauert keine 5 Minuten und wir haben alle 3 Sachen komplett kalibriert. Das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Ist total einfach. Da braucht es jetzt nur das Gehäuse schließen, auf Weiterklicken und so weiter und so fort. Da wird dann auch mal so kleine Karten mitgeliefert. Das ist zum Beispiel auch so ein Test, der dann praktisch dann gelasert wird mit diesem Lasermodul, mit dem neuen, was da drin ist. Und das müsst ihr halt einfach mit jedem einmal machen, mit jedem Lasermodul. Einige sagen sich jetzt vielleicht auch noch, ich möchte runde Sachen gravieren. Das ist natürlich auch möglich. Es gibt optional noch eine Drehvorrichtung, die schaut so aus, die kann man dann drunter stellen und zum Beispiel so einen Ring gravieren, so einen Metallring gravieren. Ist alles möglich, werden wir aber in diesem Video nicht behandeln. Ich werde es euch trotzdem unten aber in die Videobeschreibung reinpacken. Ein Thema ist mir in meinen Laservideos nochmal verdammt wichtig. Das ist die Thema Sicherheit. Ja, ich weiß, ihr könnt das Ganze nicht hören, muss aber trotzdem sein. So, der T1 hat ja so einige Sicherheitsfeatures verbaut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Gehäuse öffnen würde, würde der Laser sofort aufhören zu lasern. Er hat einen verbauten Notaustaster, einen steckbaren Schlüssel hinten dran, wo man dann praktisch, wenn der nicht gesteckt ist, dass der Laser einfach nicht funktionieren würde. Aber wir erzeugen da drin ja eine schlechte Luft. Wir haben einen Abluftventilator und der muss ja irgendwo hingeleitet werden, weil in den Raum ist ja Schwachsinn, weil die Dämpfe da drin, je nachdem was ihr natürlich lasert, sind gesundheitsschädlich. Das muss abgeführt werden. Sprich, hier mit einem Schlauch und dieser Schlauch am besten irgendwo Richtung nach draußen, dass wir das Ganze nach draußen jagen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann braucht ihr natürlich eine Möglichkeit und dafür hat Q-Reality diesen kleinen, ja, ich sage jetzt mal Desktop-Filter noch im Programm, muss man noch zusätzlich erwerben und der filtert praktisch diese schlechte Luft durch. Und der Filter ist natürlich auch auswechselbar, das heißt, je nachdem wie viel ihr lasert, je nachdem was ihr alles lasert, muss der irgendwann mal ausgetauscht werden. Ein zweiter Punkt ist natürlich eine Laserschutzbrille, die wir aber hier nicht brauchen. Wir haben hier ein verbautes Sicherheits-Laserschutzglas. Das lässt dann keine Strahlen dann durch. Also die können wir uns dann auf jeden Fall mal sparen, weil das Gehäuse, wenn man das ja öffnet, hört der Laser ja auf zu lasern. Aber dritter Punkt ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Auftrag startet, irgendwie der dauert ein bisschen länger. Das heißt nicht, dass ihr dann praktisch zum Einkaufen springen könnt oder mit dem Hund Gassi gehen könnt. Nein, lasst den Laser bitte nie unbeaufsichtigt. Es kann nämlich trotzdem einfach einiges so passieren und das wollt ihr einfach nicht. Natürlich werde ich euch unten alles in der Videobeschreibung verlinken. Schaut da einfach mal drauf. Sprich das ganze Zubehör, das Rotari und vor allem natürlich auch das Hauptgerät mit den ganzen Lasermodulen. Sprich, ihr müsst natürlich vorher entscheiden, womit fange ich denn einfach an. Also ihr könntet jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme das Hauptgerät mit dem 20 Watt Diodenlaser und mich interessiert dann noch zum Beispiel der AV-Laser, den ich mit dazu bestellen möchte oder auch den Mopa-Laser oder den Faserlaser. Also das ist ein echt interessantes Thema, muss ich sagen, dass ich jetzt nur noch ein
ein Gerät für mehrere Lasertypen eigentlich benötige und mir dann einfach nur noch diese Module dazu bestelle. Denn zum Beispiel so ein UV-Laser, der kostet ja nicht gerade so wenig, aber dieses Lasermodul dazu, das ist dann schon deutlich günstiger als das komplette neue Gerät nochmal dazu zu kaufen. So Leute, ich hoffe, ich habe jetzt noch nichts vergessen an diesem Laser und wir wollen jetzt mal ganz kurz in die Software reinschauen und ich möchte sie einfach mal euch noch mal ein bisschen vorstellen und dann werden wir natürlich die ganzen Lasermodule oder die 2 Lasermodule einfach mal durchprobieren. Willkommen im Falcon Design Space, so nennt sich die Software von Creality und die ist schon eigentlich ziemlich ähnlich aufgebaut wie von einem anderen Hersteller. So, das erste, was ihr machen müsst, ist das Ganze zu connecten, also das führt euch die Software auch automatisch durch und connectet euch den Laser entweder mit Wi-Fi oder mit dem Kabel. Und es wird dann automatisch auch angezeigt, was da für ein Lasermodul gerade im Laser steckt. Das seht ihr dann praktisch hier oben. Da könnt ihr noch ein paar Geräteeinstellungen vornehmen und so weiter. Auf der linken Seite unsere Texte einfügen, Formen einfügen und so weiter und so fort. Wir können auch in die Bibliothek dann praktisch reingehen und können da uns auch noch ein paar Sachen hier rausziehen. Wir können auch das Werkzeugzentrum aufbauen. Da können wir dann Smartfill, Materialtestanforderungen, also das sind unsere Materialtests, die ich euch immer empfehlen kann zu machen auf jedem Material, was ihr belasern wollt. Der zweite Schritt ist dann, wenn wir uns den Laser angesteckt haben. Wir müssen ja 3-mal eine Kalibrierung machen, am Laser selber vornehmen. Ich würde euch definitiv noch empfehlen, eine Kamerakalibrierung zu machen. Da klickt ihr einfach drauf, dauert 5 Minuten. Die Software leitet euch da durch. Aber ich habe das Ganze natürlich schon gemacht und werde das Ganze wieder schließen. Ich habe in den Laser eine Schieferplatte eingelegt, eine runde. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar normalerweise müsst ihr vorher einen Autofokus machen, aber die Software meldet es gleich. Ja genau, es macht sie automatisch einen Autofokus und misst das Material. So, Autofokus ist erfolgreich. Ihr könnt theoretisch das hier oben dann auch noch selber einstellen. Also ihr seht es dann praktisch 7,26 mm. Haben wir diese Schieferplatte, der wurde dann hier praktisch gemessen, der Autofokus. Ist überhaupt kein Stress. Ihr seht jetzt schon mal das Bild, wir können da schon recht sauber herzoomen, also ist schon mal ziemlich genau und können jetzt eigentlich dann schon unser Logo oder was wir auch immer auf die Schieferplatte haben wollen, dort hinziehen und ausrichten. Zuvor müsst ihr natürlich dann hier erstmal unsere Ebene einstellen. Das heißt, wir wollen das gerade auf der ebenen Fläche gravieren. Ihr seht auch die anderen Einstellungen, was wir mit diesem Laser machen können. Wir können genauso auch gewölbte Oberflächen, ebenso wie Tiefengravuren machen, Farbgravuren, gerade mit dem Mopa-Laser oder mit dem Faserlaser können wir da einstellen. Wir können dort Rotari benutzen, wir können das Förderband benutzen, aber auch eine Stapelgravur machen, also eine mehrfache Gravur auf dem Förderband oder auch die UV-Innengravur. Das können wir alles hier unter dem Modus anwählen. Da wir jetzt auf der ebenen Fläche sind, natürlich die ebene Fläche. Und jetzt ist es Tolle auch, wie in der Konkurrenzsoftware, dass wir hier eine Materialbibliothek haben. Also wir klicken da zum Beispiel jetzt einfach drauf, können dann hier verschiedene Werte einstellen einfach. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier auf das Holz 3 mm, können wir dann anwählen und automatisch werden dann praktisch die Daten reingezogen, also gerade bei Liniengravur oder bei Linienschnitt können wir machen. Da werden dann automatisch die Werte übernommen, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchen Prozentzahlen das Ganze dann praktisch verwendet wird zum Schneiden. Ich sage, da müsst ihr noch mal ein bisschen fein justieren mit den Einstellungen, weil das sind jetzt einfach mal so die Grundeinstellungen und das muss nicht immer stimmen. Zusätzlich zum Kamerabild zum Ausrichten können wir aber noch einen Rahmen fahren. Wenn ihr da drauf klickt, zeigt es euch den Rahmen praktisch an, wie das Ganze gelasert wird. Da habt ihr nochmal eine absolute Kontrolle zum Kamerabild selber. Auf dem Home-Bereich kommen wir dann genauso auch in die ganzen Benutzerhandbücher rein. Wenn ihr da drauf klickt, habt ihr alle Benutzerhandbücher und Erklärungen da nochmal eingefügt. Und wenn man dann AI-Kraft kann man zum Beispiel auch machen, also KI können wir genauso machen und dann sagen, wir wollen zum Beispiel so einen Teil gestalten für unseren UV-Drucker, können wir genauso dann machen. Aber jetzt kann man erstmal kostenlos erstellen, das heißt, man kann es kostenlos testen, aber muss ich dazu sagen, es kostet natürlich in Zukunft dann trotzdem Geld.
Ebenso könnt ihr tausende verschiedene Vorlagen benutzen. Ihr müsst bloß darauf achten, was es dann praktisch für eine Lizenz ist. Also die von Firecon Design, die sind dann im Endeffekt immer lizenzfrei. Aber wenn es jetzt mal von anderen Sachen gibt, müsst ihr einfach mal drauf gucken, welche Lizenz ihr da habt, damit ihr da, wenn ihr was verkaufen solltet, dass ihr auch da richtig legt mit der Lizenz. Und sonst könnt ihr da wirklich ganz tausende verschiedene Vorlagen auch kostenlos nutzen. Ja, im Endeffekt war das jetzt eine ganz minimale Einführung in diese kleine Software. Lasst uns mit den Tests beginnen. Wir fangen mit dem 40 Watt Dioden Lasermodul an. Das ist jetzt schon im Laser drin. Wir werden jetzt einen Speed- und Power-Test hier einfach mal drauf machen. Kann ich euch immer nur, wie gesagt, schon immer empfehlen, einen Speed- und Power-Test zu machen, damit ihr einfach diese Werte absolut wisst, weil diese Werte im Materialbibliothek, die müssen nicht immer richtig sein. So, wir können jetzt da nochmal den Rahmen fahren, und zwar hier am Display oder auch in der Software. Jetzt seht ihr dann praktisch, den Rahmen, der wird jetzt gerade abgefahren, da könnt ihr nochmal zusätzlich zur Kamera das Ganze genau positionieren und dann könnt ihr einfach auf Start klicken und losschießen. Mit diesem Speed- und Power-Test könnt ihr jetzt eure Werte ermitteln. Also ihr seht es selber, man kann von richtig schön dunkel, tief graviert bis so bisschen ins Helle rein und somit findet ihr eure Werte raus fürs Material. Das gleiche könnt ihr dann auch mit einem Schnitttest machen auf verschiedene Materialien und verschiedenen Holzdicken. Würde ich euch auch empfehlen. Und wenn ihr die Ergebnisse ermittelt habt, dann ist es ein leichtes, hier einen sauberen Schnitt hinzubekommen, gleich auf den ersten Versuch. Perfekt. Das Logo ist auch sehr schön geworden. Man hätte es sogar noch ein bisschen dunkler machen können und das Ganze ohne Schmauch. Perfekt. Und jetzt seht ihr hier selber, je nach Qualität des Holzes kommt es auch anders raus. Deshalb immer Speed- und Power-Test anwenden. Ihr seht jetzt hier diesen Speed- und Power-Test und dieses Logo in richtig schön dunkel und richtig schön sauber graviert. Und der Flaschenöffner ist fertig mit einem eigenen Logo drauf. Perfekt. Jetzt testen wir mal ein bisschen was Extremeres, und zwar diese mini kleine Wäscheklammer. Da will ich jetzt mein Logo drauf machen. Jetzt schauen wir mal, wie gut und wie fein der Laser lasern kann. Auch diese 40 Watt. Ihr müsst bedenken, das sind jetzt 40 Watt Diodenlaser drin. Also keine niedrige Wattzahl, wo praktisch der Laserpunkt ein bisschen kleiner ist, sondern diese 40 Watt. Und da wollen wir jetzt mal schauen, wie fein dieser 40 Watt doch lasern kann. Und natürlich wollen wir gleich mal gucken, wie die Kameragenauigkeit ist, um das Ganze auszurichten. Jetzt sind wir im Firecon Design Studio und jetzt habe ich schon mal mein Logo hier reingezogen. Dieses kleine Ding hier soll auf meine Wäscheklammer drauf. Jetzt machen wir mal erstmal ein Foto. Autofokus habe ich schon gemacht. Jetzt kommt das Foto und jetzt wollen wir mal schauen. Oh, das passt ja zufällig. Cool. So, jetzt können wir das Ganze noch mal ein bisschen ausrichten, wie wir das Ganze wollen. Aber das scheint doch zu passen. Und jetzt können wir natürlich das Ganze auch dann testen, wenn wir den Rahmen abfahren. Also wir drücken jetzt dann auf Rahmen abfahren und können das Ganze nochmal am Objekt testen. Jetzt seht ihr mal den Rahmen hier und ihr seht, wie genau das ist. Ich habe es genau exakt so positioniert. Und das ist ja mal enorm. Rahmen abfahren, nochmal zur Kontrolle. Genau eine Sekunde. Und jetzt schauen wir, halten wir es mal hin. Wow. Ich kann sogar noch, ich brauche natürlich eine Brille, Made im Allgäu kann ich sogar noch lesen. Könnt ihr das auch sehen auf der Kamera oder im Film? Also das ist ja mal gestochen scharf und das trotzdem mit diesem 40 Watt Laser, der eigentlich einen größeren Laserpunkt hat. Aber wir können es trotzdem gestochen scharf noch drauf lasern. Jetzt versuchen wir noch eine Runde Kork zu lasern, und zwar, das ist so ganz schön, dass man das nochmal kontrollieren kann mit der Kamera vorher in der Software, und dann kann man es nochmal kontrollieren, indem man den Rahmen abfährt. 1 Minute und unser Untersetzer ist fertig. Perfekto. Schaut doch richtig gut aus von der Qualität. Ich möchte mal die Stapelverarbeitung testen, und zwar so kleine Pfandmarken aus Holz, mini klein. Und zwar will ich da ein P drauf haben, und damit werden wir die Stapelverarbeitung benutzen. Dann legen wir mal eins erstmal in die Mitte für den Autofokus und legen jetzt die anderen Sachen hin. Was ist diese Stapelverarbeitung? Das heißt, dass automatisch die Software dann
Ich setze jetzt da einmal das P hier hin und automatisch macht die Software, die KI das Ganze und setzt praktisch dieses P dort auf diese anderen drauf und ich brauche dann nur noch einmal ausrichten. Die Software macht den ganzen Rest. Ach ja, und warum der schwarze Hintergrund? Und zwar ist es ganz einfach, dass sich diese Teile einfach besser abheben können vom Hintergrund, damit die Software das auch besser erkennt. Foto wurde gemacht, Autofokus wurde auch gemacht. Das P will ich jetzt dort drauf haben, deshalb werden wir das Ganze jetzt erstmal sauber da drauf bringen. Deshalb irgendwo mittig da drauf, dass das auch passt. So, und jetzt gehen wir da oben, gibt es einen Button, intelligente Füllung, da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Jetzt muss es natürlich in diesem blauen Bereich da drin liegen. So, weiter. Und jetzt ist es wichtig, dass das halt wirklich da in diesem Rahmen drin liegt. Und jetzt müssen wir uns das Hauptteil müssen wir uns dann, ja, ich sage jetzt mal eingreisen. Das heißt, wir machen da jetzt einfach mal das außenrum, dass das passt. So, dass die Software erkennt, das will ich kopiert haben auf die anderen. Jetzt machen wir intelligente Füllung. Tada, schaut's mal an und schon ist es da wirklich automatisch von der KI gefüllt worden. Jetzt brauche ich nichts weiteres machen, als nur noch auf Start zu drücken. So, jetzt hat sich die Kamera verabschiedet. Aber es ist ja wurscht. Wir sehen jetzt hier das Ergebnis. Also das passt perfekt, muss ich sagen. Alle sind doch wirklich eigentlich in der Mitte drauf. Ihr seht es jetzt gerade. Gut, das hier vielleicht einen halben Millimeter nach links, aber ansonsten passt es doch perfekt. Also ihr seht, wie schnell man dann hier wirklich dann auch Stapelverarbeitung machen kann. Das heißt wirklich, ich klicke da einmal drauf, die KI macht alles für mich selber und das Ding war innerhalb von 3 Sekunden fertig gelasert. Perfekt, oder? Ich möchte jetzt mal die gekrümmte Oberflächengravur machen und da habe ich jetzt mal ein Treibholz rausgesucht. Ihr seht mal, wie ja, krumm dieses Treibholz ist und dort möchte ich einfach mal Gipfelholz so um die Ecke drauf lasern. Bin ich mal gespannt, ob er damit klarkommt. Das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich die hier Gravur auf gewölbte Oberflächen einzustellen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann schaut das ganze Bild hier dann so aus und ihr könnt schon mal euer Logo reinziehen und ihr müsst jetzt schon mal eure Wunschgröße auf dem Objekt müsst ihr schon mal festlegen. Also ich sage jetzt mal hier, ich will jetzt 100 Millimeter will ich das Ganze drauf haben und das zieht es mir dann auch in die richtige Größe und das müsst ihr jetzt euch mal merken, 148 Millimeter und jetzt gehen wir auf diese Oberflächenmessung. Das ist nämlich sehr wichtig. Und jetzt gibt es die Messdichte, wie viele Punkte sollen gemessen werden. Ich werde da mal ein bisschen, ich sage es mal, das Ganze ein bisschen höher stellen, damit wir mehr Messpunkte haben, damit es umso genauer wird. Gut, da gehen wir dann mal auf weiter. Und jetzt müsst ihr die Größe einfach mal einstellen. Also wir haben jetzt gerade gesagt 100 Millimeter von der Größe vom Logo her. Da können wir jetzt mal ja, Millimeter drüber gehen. Und von der Höhe her auch 48 ist okay. Da soll das Logo reingehen. Jetzt klickt ihr auf Rahmen. Jetzt könnt ihr das Ganze praktisch so ausrichten, wie ihr das praktisch hinhaben wollt. Euer Logo drauf gelasert. Und ja, mehr braucht man gar nicht machen. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Software. Und auf Weiter. So, jetzt ist es nämlich so, dass der Laser die ganzen Punkte abmisst. Das dauert ein bisschen eine Weile, bis das Ganze fertig ist. Also geht es mal auf die Startmessung und der Laser, der wird jetzt komplett alle 5 mm einen Laserpunkt setzen und das Ganze messen. So, wenn jetzt die Punkte gemessen sind, dann kommt es hier in das nächste Menü rein und da seht ihr praktisch das Ganze als 3D-Modell. Und ja, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Es ist abgeschlossen und dann können wir auf Bearbeiten klicken und dann schauen wir mal, wie es rauskommt. Dann schauen wir uns das Ergebnis mal an und das auf diesem schlechten Treibholz, ich meine, das ist wirklich verdammt schlechtes Holz hier, ist es gar nicht mal so schlecht rausgekommen. Ja, ich hätte ein bisschen von der Leistung runtergehen können, aber jetzt seht ihr mal diese Biegung hier, das sind ja fast schon 90 Grad hier so um die Ecke rum und die Berge wurden trotzdem noch graviert und es passt doch eigentlich. Was sagt ihr dazu? Genug Diodenlaser. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mal mit unserem Faserlaser. Und das Coole daran ist einfach, ich habe meinen Faserlaser hier in der Hand. Das ist dieses Modul wieder, das werden wir jetzt einfach nochmal einstecken. Ich möchte dieses Foto auf die Alu-Visitenkarte, eine schwarze, drauf lasern. Dafür müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar gehen wir jetzt da oben auf Filter. Da könnt ihr noch Kontrast und so weiter, das könnt ihr alles einstellen, DPI und so weiter. Aber wir müssen jetzt erstmal umkehren, das ist schon mal wichtig, dass wir das Bild umkehren, weil es ja auf schwarz drauf gelasert wird. Und wir gehen jetzt hier auf Dithering
Und so sind die Einstellungen. Jetzt seht ihr mal, das sind dann lauter kleine Punkte, die dann drauf gelasert werden. Jetzt machen wir mal ein Foto. Autofokus habe ich schon gemacht. Das machen wir mal ein Foto. Wir können natürlich durch dieses Rahmenfahren hier unten das Ganze nochmal exakt genau ausrichten. Falls es ein bisschen krumm drauf liegt oder so, man könnte es zwar hier auch ausrichten. Alles sehr genau können wir das Ganze machen. Oh, das passt sogar von der Größe fast schon. Und dann können wir jetzt einfach mal loslegen. Zu den Einstellungen kann ich noch nicht wirklich viel sagen. Ich habe das noch nie gelasert jetzt hier. Also ich probiere es einfach mal mit 1070 und dann können wir ja nochmal bei dem Faserlaser können wir ja praktisch die Frequenz noch einstellen. Zwischen 30 und 60 Kilohertz können wir einstellen, Intervall 0,05. Ich stelle jetzt 30 Kilohertz ein. So, erster Versuch, aber ich bin jetzt noch ganz ehrlich noch nicht ganz so toll, 1000%ig überzeugt. Ich habe schon mal bessere Ergebnisse gesehen. Also das heißt, wir müssen dann an den Einstellungen nochmal rumspielen. So, meine Lieben, zweiter Versuch und ihr seht jetzt schon mal diesen Unterschied zur ersten Karte. Ich versuche mal beide hochzuheben und jetzt seht mal, wie detailgetreu das Ganze jetzt hier rausgekommen ist auf dieser Karte. Also man sieht deutlich einen Unterschied, die Wimpern und alles. Man sieht deutlich, dass es deutlich besser gemacht ist. Und ich bin jetzt von der Leistung ein bisschen runtergegangen und von der Geschwindigkeit noch ganz leicht runtergegangen. Und schon wird's besser. Also ihr seht, man muss einfach mit den Einstellungen ein bisschen rumspielen. Das erste, was ich auf jeden Fall auch beim Mopa-Laser oder beim Faserlaser mache, auch bei den anderen Modulen, ist immer einen Speed- und Power-Test auf meinen Wunschmaterialien. Also da muss man sich halt mal ein bisschen rantasten, um einfach einmal diese Einstellung zu finden, mit welchem Wert er welche Farbe zum Beispiel lasert. Verzinktes Stahlblech, auch ein Speed- und Power-Test drauf gemacht. Ihr seht, von weiß bis hin ins Schwarz können wir da wirklich viele Farben erreichen und es ist wirklich auch richtig schön graviert. Man spürt das Ganze hier, wenn man da mal drüber fasst. Also richtig gigantisch. Und wenn man dann seine Ergebnisse ermittelt hat mit seinen Speed- und Power-Tests, dann kann man erst wirklich auf dem ersten Versuch eigentlich Top-Ergebnisse erzielen. Ihr seht jetzt hier einen eluxierten Schlüsselanhänger, einen Bieröffner oder Flaschenöffner. Und ihr seht, wie top das Ergebnis rausgekommen ist, gestochen scharf und somit gleich mit dem ersten Versuch. Auf Acryl überhaupt kein Stress, paar Sekunden und schon haben wir eine mega Top-Qualität auf schwarzem Acryl. Natürlich habe ich auch mal auf Acryl ein Foto versucht. Ja, ich muss sagen, muss ich zugeben, das hat jetzt nicht funktioniert. Ich habe jetzt noch mit den Einstellungen rumgespielt und ja, dann kam dieses Foto hier raus. Das ist schon deutlich besser geworden, von der Qualität her, von den Details her. Oder was meint ihr dazu? Also ich finde dieses Foto von der Qualität top. Also man muss definitiv an den Einstellungen rumspielen. Mit dem Faserlaser sind auch Tiefengravuren möglich. Das wollen wir natürlich jetzt auch mal probieren. Hier in diesem Fall wollen wir jetzt mal Schiefer benutzen. Ich möchte diese Tiefengravurdatei, schweres Wort, möchte ich auf dieses Schiefer tief gravieren. Und dafür gibt es natürlich auch einen Modus oben. Da müsst ihr dann erstmal hier oben dann das Ganze einstellen. Also hier 3D-Relief einstellen, könnt ihr das Ganze machen. Dann braucht ihr natürlich aber auch eine Tiefengravurdatei. Wie solche Dateien funktionieren, das erkläre ich auch in einem Video, und zwar in diesem Video hier. Werde ich euch natürlich auch mal unten in der Videobeschreibung oder hier oben im Video auch nochmal verlinken. Schaut da einfach mal drauf, das sind noch so ein paar Möglichkeiten, wie das Ganze funktioniert. So, weiter geht's aber hier mit dieser Tiefengravurdatei. Und zwar ist es jetzt so, dass wir da mehrere Einstellungen machen können. Wenn man dann, ihr könnt es natürlich dann aus Material auswählen. Also je nachdem, was ihr macht, ihr könnt auch Münzen tief gravieren und alles Mögliche hier. Aber wir gehen auf Stone und dann normalerweise auf Schiefer. Aber ich habe da meine eigenen Einstellungen. Gehen wir mal da rein, und zwar 2500 mm pro Sekunde, 100%, 30 Kilohertz, 0,05 Intervall. Jetzt kommt das Wichtige, 256 Reliefschichten habe ich dort gemacht. Und eine Ebene fährt er praktisch 0,01 mm nach unten vom Fokusbereich. Und somit erreichen wir dann praktisch unsere Tiefengravurdatei. Das schaut da schon mal super aus. Ich mache es mal ganz schnell sauber, weil wir haben da natürlich richtig viel Staub drauf. So, und jetzt schaut's mal, wir haben da so eine richtig schöne Tiefe erreicht. Das schaut richtig, richtig super aus.
Natürlich habe ich noch mehr Versuche gemacht, hier mal auf einen Flussstein, und natürlich je nach Einstellung könnt ihr auch verschiedene Ergebnisse erzielen. Hier mal dieses Ergebnis ist gerade fertig geworden, ist noch ganz warm der Stein, und auf der Rückseite dort habe ich schon mal richtig krasse Einstellungen gewählt und das Ganze dann auch noch lackiert, diesen Flussstein. Also ihr seht diesen Unterschied. Also die Ergebnisse je nach Einstellungen wären echt richtig top. Entrosten auch überhaupt kein Problem, und schaut mal, wie sauber das entrostet worden ist, bis aufs Grundmaterial runter mit dem Faserlaser. Und wenn ihr jetzt, stellt euch mal vor, das noch zu lackieren, dann bleibt es auch immer so. Boah, ich könnte jetzt noch ganz ehrlich gesagt noch ein paar Stunden weiter testen. Es macht richtig Spaß. Aber nach den ersten Tests mit dem Hauptgerät und mit dem 40 Watt Diodenlaser und dem 20 Watt Faserlaser wird es, glaube ich, Zeit für ein kleines Fazit. Was mir besonders gut gefallen hat, ist einfach das ganz klar der Vorteil von diesem Konzept. Normalerweise brauche ich einfach mehrere Geräte für umso mehr Material ich bearbeiten will, umso mehr Geräte brauche ich einfach, und das ist mit diesem Gerät einfach gelöst. Die zwei anderen Module haben wir natürlich noch nicht getestet, aber das wird es in einem anderen Video geben. Die ersten zwei Module haben einfach gepasst. Es hat einfach richtig gut funktioniert. Auch die Software, die dazu ist, die hat auch gut funktioniert, und die ganzen Modi, die wir da drin haben, also die gewölbte Oberfläche und die Stapelgravuren, das Ganze, das hat echt perfekt funktioniert. Auch die Kamera hat im Test einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich muss sagen, die Positionierung hat wirklich super gestimmt, und wenn man sich nochmal unsicher ist oder nochmal nachkontrollieren will, kann man ja einfach nochmal diesen Rahmen abfahren. Also das finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Vorteil, dass das Gerät hier auch nochmal eine Kamera verbaut hat. Der 40 Watt Diodenlaser, der liefert ordentlich Leistung, muss ich sagen. Holz schneiden, gravieren, funktioniert problemlos, und genau dafür werden die meisten Nutzer dieses Modul vermutlich auch am häufigsten einsetzen. Der Faserlaser dagegen ist die richtige Wahl für Metall. Also da kannst du einfach saubere und schnelle Gravuren direkt auf Edelstahl, Aluminium, Kupfer und anderen Metallen machen, ohne irgendwelche Hilfsmittel benutzen zu müssen. Und es hat echt sehr, sehr gut funktioniert, muss ich zugeben. Und wir lassen uns mal wirklich überraschen vom Mopa-Laser, der nochmal eine Stufe drüber ist über dem Faserlaser. Das werden wir aber, wie gesagt, auch in den anderen Videos anschauen. Aber es gibt auch allerdings einen wichtigen, sehr wichtigen Punkt, den man vor dem Kauf wissen sollte oder kennen sollte. Denn der Falcon T1 ist natürlich ein Galvo-Laser. Was ist das denn? Ein Galvo-Laser ist dann praktisch, da geht der Laserpunkt rein, trifft auf einen Spiegel, dieser bewegt sich richtig schnell, ich nenne es Flitzlaser, und dieser Spiegel verteilt praktisch den Laserstrahl auf die Arbeitsfläche. So, jetzt haben wir natürlich einen tollen Vorteil bei diesem Galvo-Lasersystem. Die Gravurgeschwindigkeit ist extrem hoch und die Präzision ebenfalls. Aber beim Schneiden gibt es einen riesengroßen Nachteil bei einem Galvo-Laser. Aber das ist ein physikalischer Nachteil. Denn der Laserstrahl von einem Galvo-Laser trifft eigentlich nie exakt auf das gerade oder senkrecht auf das Material, doch in einem Punkt. Und genau hier, wo er jetzt gerade momentan steht, dort würde er 90 Grad auf das Material treffen. Sobald ich aber ein großes Werkstück habe, umso größer das Werkstück und umso dicker, umso schräger wird natürlich der Schnitt. Das heißt, ihr seht es ja gerade selber, wenn ich jetzt hier draußen schneiden würde, dann wird dann hier so ein Winkel entstehen, so in diese Richtung hier, weil der Laserstrahl ja praktisch von der Mitte nach außen geht. Und das muss natürlich jeder wissen. Ich zeige es euch mal an einem Beispiel. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, sehr dick und sehr weit außen geschnitten, und ihr seht, dass wir da einfach eine krumme Kante haben, könnt das erkennen, genau, und dort ist es natürlich klar, dass wir dann nie einen präzisen Schnitt hinbekommen. Für viele Anwendungen spielt das überhaupt keine Rolle und man merkt es kaum. Wer allerdings aber sehr präzise Steckverbindungen, Passungen oder technische Bauteile herstellen möchte, sollte diesen Punkt definitiv kennen. Dieses Problem ist aber nicht nur das Problem vom T1, sondern jeder Galvo-Laser auf dem Markt hat dasselbe Problem. Trotzdem muss ich sagen, das Konzept gefällt mir wirklich gut, vor allem für die Anwender, die unterschiedliche Materialien bearbeiten möchten und nicht 3 oder 4 verschiedene Laser in der Gegend rumstehen haben wollen. Mit dem 40 Watt Diodenlaser und dem 20 Watt Faserlaser hat der Falcon T1 meinen Tests nach eigentlich einen relativ guten Eindruck hinterlassen.
Aber Leute, mich würde es mal interessieren, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare rein, welches Modul von diesen findet ihr am spannendsten? Den Diodenlaser, Faserlaser, UV-Laser oder Mopa-Laser? Oder gefällt euch dieses Konzept genauso gut wie mir? Oder was habt ihr auch noch für Laser schon im Einsatz? Würde mich mal alles interessieren und wie gesagt, ballert das unten alles in die Kommentare rein. Aber das Spannende kommt natürlich auch noch erst. Und zwar, wir werden natürlich auch noch den UV-Laser testen, den 5 Watt. Gerade Glas, Acryl, Kunststoff und feine Gravuren interessieren mich persönlich auch noch, ob das auch so gut funktioniert mit diesem Laser. Und danach werden wir natürlich auch noch den 60 Watt Mopa Laser testen mit diesen ganzen Farbgravuren auf Edelstahl und so weiter, oft Titan vielleicht auch nochmal. Werden wir mal einfach schauen und da bin ich auch schon mal richtig gespannt drauf, wie das funktionieren wird. Und vielleicht schauen wir uns dann auch noch das Förderband und die Rundlaser-Einheit vor den Rotari schauen wir uns vielleicht auch nochmal an. Und wenn ihr jetzt keinen weiteren Test verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, lasst dem Video einen Daumen da, hypt dieses Video. Ihr könnt 3-mal die Woche könnt ihr hypen, also haut da alle 3 Hypes drauf. Würde mich echt darüber freuen. Hinterlasst definitiv noch einen Kommentar. Alle Sachen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, und schaut da einfach mal drauf. Ich würde sagen, schöne Laser Falcon T1 Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.